wie kein Wochenrückblick. Ja, nervt mich selber, aber so ganz ohne Video wollte ich euch dann auch nicht in euren wohlverdienten Sonntag starten lassen. Ich sagte ja schon, dass es zeitlich für mich gerade schwierig ist. Eines der Themen im geplanten Wochenrückblick wäre der 1.0 Release von Solar Gene gewesen. Und genau das Spiel, was übrigens auch von nur einer einzigen Person entwickelt wurde, schauen wir uns dafür heute etwas ausführlicher an. Dieses Video wird euch von meinem Dauerpartner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger bekommt als über Steam und Co. direkt. Einen Haken gibt es dabei tatsächlich keinen, denn ich nutze das selbst schon seit über einem Jahr ohne Probleme. Als empfehlenswertes Beispiel habe ich euch mal Evil Genius 2 World Domination rausgesucht, was mich so ein bisschen an Dungeon Keeper 2 erinnert. Das kostet in seiner Deluxe-Auflage mit allen DLC auf Steam krasse 59,99 €, hingegen bei Instant Gaming aktuell nur 2,99 €. Okay, da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, also circa 3,55 €. Ihr seht also, vergleichen lohnt sich immer. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich diesen Kanal hier, damit ich euch jetzt das spannend klingende Solar Gene vorstellen kann. Auf Solar Gene bin ich ehrlich gesagt erst diese Woche aufmerksam geworden, als mich der Ein-Mann-Dev Alexander Semenov direkt angeschrieben hat, ob ich nicht Bock hätte, genau so ein Video wie jetzt zu machen. Und hey, genau für sowas bin ich doch super gerne da, zumal er es ja auch durchgezogen hat und nach 4 Jahren Early Access Phase jetzt ein fertiges und rundes Spiel vorzuweisen hat. Kurzer Blick in die deutsche Gaming-Medienlandschaft, ob das sonst noch jemand getan hat, was natürlich klar mit Nein beantwortet werden kann, bis auf das ein oder andere langweilige Let's Play aus der Early Access Phase. Daher so halber Deutschland exklusiv, um was geht's? Mitte des 21. Jahrhunderts sieht sich die Menschheit mit einer Knappheit an Ressourcen auf der Erde konfrontiert, weswegen man dank neuer Technologien damit beginnt, andere Welten im Sonnensystem zu besiedeln. Im Spiel seid ihr daher der Leiter eines privaten Raumfahrtunternehmens und beginnt mit der industriellen Erschließung des Sonnensystems. Wer jetzt denkt, hier einfach nur Die Sims auf einem fremden Planeten zu spielen, wird aber komplett überrascht. Denn was euch hier an Komplexität und Umfang um die Ohren geschlagen wird, ist vor allem für ein Solo-Dev-Projekt absolut beeindruckend. Denn ihr besiedelt nicht nur einen Planeten, sondern könnt das auf fast allen in unserem Sonnensystem bis hin zum Kuiper-Gürtel tun und gleichzeitig auch planetenunabhängige Raumstationen bauen. Zudem setzt euch jeder Planet vor ein ganz eigenes Szenario. Während es auf dem Merkur beispielsweise glühend heiß ist, seht ihr euch auf Io mit hunderten Vulkanen konfrontiert, während Europa komplett mit Eis bedeckt ist. Da ihr aber natürlich nicht alle Ressourcen überall vorfindet, werdet ihr über kurz oder lang expandieren und euch weiter im Sonnensystem ausbreiten. So könnt ihr später zum Beispiel einen zentralen Raumhafen unterhalten, welcher von Farm- und Bergbausiedlungen auf anderen Planeten versorgt wird. Sogar Touristenstationen bis hin zu Forschungsbasen sind relevant, da ihr euch Sims-typisch natürlich auch um das Wohlergehen eurer Kolonisten kümmern müsst. Um das zu bewerkstelligen, steht euch ein großer Baukasten an Objekten, Räumen und Dekogedöns zur Verfügung, sodass sich hier auch Bastler und Schönbauer schnell zu Hause finden werden. Jeder Sim oder Astronaut, whatever, hat im Spiel eine eigene Persönlichkeit, einen individuellen Charakter, eine eigene Weltanschauung sowie Fachkenntnisse und Erfahrungen. Mehr Erfahrung kommt mit den Jahren logischerweise von ganz alleine, was dann aber auch den Anspruch an das Gehalt und den Lebenskomfort erhöht. Zudem müsst ihr die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Schlaf, Erholung und Hygiene erfüllen. Zu wenig Nahrung in ein Kolonieschiff zu einem fremden Planeten gepackt? Tja, da kommt dann dementsprechend wenig bis nichts am Ziel an.
Habt ihr das Nahrungsproblem im Griff, seid aber auf Solarstrom angewiesen, kann eine lokale Naturkatastrophe oder eine längere Sonnenfinsternis ebenfalls das schnelle Aus für die gerade mit schöneren Toiletten ausgestattete Mondkolonie bedeuten und so weiter. Wer also auf abstrakte Citybilder steht, mit dem Weltraum generell was anfangen kann und gerne die eine oder andere Runde die Sims spielt, kann er ruhig mal reintesten. Und bei wem es in den ersten 2 Stunden noch nicht Klick gemacht hat, der gibt das Teil einfach zurück. Alternativ könnt ihr eure Kompatibilität auch via Steam Demo ausprobieren. Klingt nach einem Plan, oder? Solar Gene gibt's aktuell noch nicht auf Instant Gaming, kostet aber auch auf Steam direkt nur 25 € bis zum 29. Januar. In diesem Sinne, schönes Restwochenende. Auf die LAN im November könnt ihr euch jetzt übrigens auch ab sofort wieder anmelden. Und bis zum nächsten Mal.